Und es hat wirklich ganz viel Effekt, wenn dann diese Emotionen beginnen, sich aufzulösen aus den tiefsten Ebenen unseres Seins, weil das fühlt sich einfach so befreiend an. Es geht um das Thema Traumaheilung durch den Emotionscode. Und ich möchte dir erklären, was der Emotionscode ist und wie du deine Traumen aus der Vergangenheit dadurch auflösen kannst. Ganz wichtig zu verstehen ist, dass jede Emotion, die du in deinem Leben hast, dass die irgendwo, wenn du sie nicht transformierst, eingeschlossen wird im Körper. Also vielleicht schwebt sie am Anfang noch irgendwo frei rum, aber irgendwann schließt sie der Körper einfach ein. Und je länger wir das machen und je länger wir diese Emotionen in unserem Körper haben, desto mehr zeigen die sich natürlich auch als Symptomatik in deinem Körper. Und ich habe das auch schon in dem letzten Video erwähnt, da ging es um den Schmerzkörper, wie du dich davon befreien kannst. Ich spreche auch ganz bewusst von körperlicher Symptomatik, weil Krankheit ist einfach ein Wort, das ist so negativ behaftet, und die körperliche Symptomatik ist etwas, was dir deine Seele vermittelt, wo deine Seele dich darauf hinweist, dass es etwas anzuschauen gibt, etwas zu heilen gibt in deinem Körper oder zu verändern, auch in deiner Art zu leben, zu denken und zu fühlen. Weil es bringt eben nichts, dass wir einfach nur Dinge wegmachen und wir machen aber genauso weiter wie vorher. Und so ist es mit der Emotionsarbeit auch. Das heißt, es gibt Methoden, also gerade mit der Teke-Methode und auch mit der Theta-Heilung, mit der Erdlichtanbindung. Ich arbeite seit über 16 Jahren aus dieser Erdlichtanbindung heraus. Da kannst du wirklich schon mal ganz viele Emotionen so auflösen, ohne dass du irgendwo genau hinschaust. Und in der Theke-Methode ist einfach noch, was da dazu kommt, dass du wirklich auch die Arbeit direkt in der Quelle machst. Da habe ich auch einen Beitrag zu gemacht, den verlinke ich auch noch, wo ich dir erkläre, was die Theke-Methode nochmal zusätzlich verändert hat, auch in meiner Arbeit. Das waren einfach so ein paar Puzzleteile, die da zusammengekommen sind, und dass wirklich Heilarbeit auch schnell gehen kann oder noch schneller, und wir dürfen uns das auch erlauben. Ja, das ist ganz wichtig, dass wir dran glauben oder es wissen, dass es möglich ist. Und natürlich brauchen andere Dinge auch ihre Zeit. Ja, es ist nicht so, dass alles jetzt Hokuspokus von heute auf morgen weg ist. Und das heißt, ich mache erstmal einfach so eine ganz allgemeine Grundreinigung, und dann kann ich genauer hinschauen auf die jeweiligen Themen, und da finde ich eben das Buch von dem Bradley Nelson ganz toll. Das heißt auch Emotionscode, und da gibt es eine Liste mit 60 Emotionen, wo du reinschauen kannst und abfragen kannst über zum Beispiel über den energetischen Armlängentest, über den Tensor oder über das Pendel, einfach nach einem Ausschlussverfahren, welche Emotion du jetzt zur momentanen Lebenssituation oder auch zu einer bestimmten Lebenssituation für dich auflösen kannst. Und das hat ganz viel Effekt, weil du wirst darüber auch in andere Lebensthemen hineingeführt. Oft führt dich dann der Emotionscode zum inneren Kind. Also in der Heilarbeit, wenn du das für dich selber machst, ist es natürlich etwas schwieriger. Also wenn du nicht gewöhnt bist, diese Arbeit zu machen, das für sich selber zu machen, ist am Anfang sicherlich auch herausfordernd. Aber nimm dir da auch ruhig Hilfe. Das ist ja auch wichtig, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Und das hat wirklich ganz viel Effekt, wenn dann diese Emotionen beginnen, sich aufzulösen aus den tiefsten Ebenen unseres Seins, weil das fühlt sich einfach so befreiend an. Und das können dann auch wieder andere Informationen in dein System reinkommen, wenn du diese Emotionen auflöst. Und du handelst dann nicht mehr, du nährst es nicht mehr. Solange diese Emotionen noch in dir sind, wirst du irgendwie immer wieder was in deinem Außen manifestieren oder kreieren, was dich daran erinnert, dass da noch etwas gibt in dir, was noch zu heilen ist. Ja, wir erschaffen das sozusagen selber, aber nicht nur, sondern es ist schon auch, dass natürlich im Außen Einfluss ist. Also ich sehe das nicht so, dass wir jetzt nur selber für alles verantwortlich sind. Ich weiß, das ist auch so ein bisschen eine gespaltene Wahrnehmung. Die einen sagen, ja, wir manifestieren oder kreieren alles selber. Und für mich gibt es da einfach noch viele andere Faktoren, die da auch mit reinspielen. Das ist, finde ich, ganz wichtig zu verstehen. Ja. Und natürlich können wir selber viel tun, aber ich habe auch selber gemerkt, ich komme manchmal da auch an meine Grenzen. Ich bin manchmal an einem Punkt gewesen, wo ich einfach gespürt habe, ich kann nicht mehr tun. Ja. Und dann ist es manchmal auch notwendig, dass man aus gewissen Situationen auch rausgeht. Ja, wenn man merkt, man kann da einfach nichts mehr verändern, dann ist es eben auch Zeit, etwas zu verlassen.
Und es geht einfach immer darum zu sagen, ja, ich nehme es an oder ich verändere es oder ich lasse es. Auf Englisch ist es I accept it or I change it or I leave it. Und wenn wir in diesen Zwischenzuständen sind, ja, das ist dann, wenn uns das wirklich auch Kraft und Energie kostet. Und ja, wenn du möchtest, dann kann ich auch dir diese Liste schicken mit den Emotionen. Die kann man sich auch im Internet runterladen. Und das ist natürlich schon sinnvoll, wenn du dir auch vielleicht das Buch kaufst oder vielleicht hast du ja auch schon eine Art und Weise mit zu arbeiten mit den Emotionen. Das ist einfach wirklich eine gute Ergänzung, um nochmal ins Detail zu schauen. Wir müssen nicht immer ins Detail schauen, ja, aber manchmal ist es einfach sinnvoll. Und es ist auch nicht so, dass wir in der Heilarbeit alles nochmal irgendwie aufarbeiten müssen. Das hatte ich auch schon im letzten Video erwähnt. Und wichtig ist einfach, dass es geht. Und wenn dann Informationen kommen, wenn sie sich zeigen, dann soll es eben auch so sein. Dann hat es auch seinen Grund. Und da können wir dann auch da dann ansetzen, ob das jetzt zum Beispiel aus der Kindheit ist, bestimmte Bilder, oder ob das aus anderen Leben eben kommt, dass ich da ganz spezifisch nochmal in der Form von einer Rückführung reingehe. Gut, das jetzt mal als Impuls, als Wissensimpuls, und ich möchte jetzt mit dir noch eine kurze Meditation machen, um ja einfach mal so ganz allgemein Gefühle aufzuarbeiten, das aufzuwühlen etwas und ja in die Transformation zu geben, das was jetzt eben zum heutigen Zeitpunkt möglich ist, dass es sich lösen kann. Wenn du diese Meditation jetzt machen möchtest, dann setz dich bequem hin, am besten im Meditationssitz, und schließ deine Augen. Atme ein paar Mal tief durch, wenn du möchtest auch über den geöffneten Mund. Befreie dich von der verbrauchten Lebensenergie und zentriere dich dabei in deinem Herzen, in deinem inneren Raum. Dann gehst du von deinem Herzen mit deinem ganzen Atem und deiner Aufmerksamkeit, mit deinem ganzen Bewusstsein über deine Wurzeln in das Zentrum der Erde. Und verweilst hier einen Moment, spürst die Anbindung an die Erde, die Verwurzelung in der Erde. Füllst dich auf mit der Energie der Erde, dem Urvertrauen. Und steigst dann wieder mit der Einatmung, mit deinem Bewusstsein, mit deiner Aufmerksamkeit von der Erde über deine Wurzeln auf in deinem Körper und spürst diesen aufsteigenden Erdstrom, wie er deinen Körper nährt und stärkt. Und dann gehst du über den Körper mit der Atmung, der Aufmerksamkeit und deinem Bewusstsein hinauf in die Krone, über deinem Scheitelpunkt. Und du spürst, wie sich seine Krone öffnet, dein Geist, und steigst dann hinauf über die Sonne in das göttliche Feld, in das Feld der Quelle, und lässt dich von diesem Feld aufnehmen, löst dich ab von der künstlichen Angstmatrix und spürst, wie das Licht der Quelle über deine Krone in deinen Körper fließt, erst in dein Herz und sich dann multidimensional in deinem ganzen Sein ausdehnt. Und die hohe Schwingung des göttlichen Lichtes fließt jetzt durch alle Ebenen deines Seins, durch alle Ebenen und Räume, durch dein ganzes Unterbewusstsein und beginnt eingeschlossene, unterdrückte Emotionen in dir aufzulösen, aus diesen und auch aus anderen Leben, über alle Körper hinweg, über alle Ebenen und Zeitlinien, über alle Dimensionen hinweg, über alle Inkarnationen und bis zum Anbeginn der Zeit und bis zum Urtrauma. Und du atmest einfach tief ein und aus, nimmst mit der Einatmung an, was aufsteigt, und lässt mit der Ausatmung los, was gehen darf und kann.
Vielleicht kommen dir auch Bilder oder Botschaften. Lass es einfach kommen, an dir vorbeiziehen und dann lass es wieder gehen. Und wir geben auch noch die Intention an die Quelle ab, dass sich all die damit verbundenen Traumen beginnen zu heilen mit diesen eingeschlossenen Emotionen, die sich jetzt auflösen. Und überall da, wo sich etwas löst, da fließt sofort das göttliche Licht mit der göttlichen Liebe hinein und ersetzt die frei gewordenen Räume. Und du spürst, wie immer mehr von dir abfließt über die Erdquellenanbindung. Vielleicht siehst du auch Farben, die dazukommen, die dir helfen, zu reinigen, zu transformieren. Oft ist es die violette Farbe, die kommt, die Farbe der violetten Flamme, der Reinigung, der Transformation. Vielleicht sind es aber auch andere Farben, die dir jetzt helfen zu heilen. Und mit jedem Atemzug wird es leichter und du fühlst dich immer freier. Und dann lass es noch einen Moment wirken und geschehen, dass es sich auch gut integrieren kann, dass du dich selber fühlst und annimmst in diesem neuen Zustand. Und dass du dich wieder aufgefüllt fühlst von den göttlichen Gefühlen und Emotionen. Du spürst tiefe Dankbarkeit für das, was ist, was war und sein wird. Und dann bleib noch einen Moment mit deinem Bewusstsein in der Quelle, lass dich durchfluten von diesem Gefühl der Dankbarkeit. Und dann mach dich bereit, wieder zurückzukehren. Nimm einen ganz tiefen Atemzug, atme tief ein. Und mit einer langen Ausatmung kommst du über deine Krone wieder zurück in deinen Körper. Erdest dich nochmal und zentrierst dich zum Abschluss in deinem Herzen. Wenn du magst, kannst du die Hände auf dein Herz legen und ein paar Mal in der stehenden Acht atmen. Vom Herzen in das Herz der Erde aus und von dort über dein Herz in das Herz der Quelle ein. Und die Acht überkreuzt sich immer wieder in deinem Herzen. Du dehnst dich nochmal ganz bewusst aus und gleichzeitig bist du aber zentriert in deiner Mitte, in deinem Herzchakra. Und dann kommst du mit ein paar tiefen Atemzügen wieder langsam zurück in das Wachbewusstsein, in die äußere Welt. Spür, wie du dich jetzt fühlst. Lass es noch einen Moment in der Stille nachwirken. Und ich wünsche dir alles Gute für diesen Prozess. Und du kannst gerne einen Kommentar unter das Video schreiben, wie du dich gefühlt hast, auch nach der Meditation. Oder auch wenn du eine Frage hast. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.